小諸市、佐久市。 Hallo Leute, uff, heute kommt mal ein ganz spontanes Video. Denn letzte Nacht war es soweit, der Taifun Nummer 19, beziehungsweise auch in westlichen Kreisen als Taifun Hagibis benannt, fand gestern statt. Es war tatsächlich so gesehen das erste Mal, dass ein Taifun diesen Ausmaßes seit langem mal wieder auf Tokio trifft. Der letzte größere Taifun mit der Nummer 15 war auch ziemlich stark. Es hatte in der Nacht ungefähr 5 bis 6 Stunden wirklich total gerattert und gewindet. Aber diesmal sollte es noch viel schlimmer werden. Ich werde erstmal erzählen, ja, wie sich das Ganze angefühlt hat. Also jetzt so für mich persönlich. Klar, es gibt einige Leute, die haben das wesentlich gechillter weggesteckt. Zum Beispiel mein Mann, der war total entspannt. Da war ich aber ehrlich gesagt auch sehr froh, weil ich habe übelste Panik geschoben und ihn da so als Fels in der Brandung daneben zu haben, hat schon wirklich sehr geholfen. Kurz vorab, dass ihr euch ungefähr ein Bild von der ganzen Lage machen könnt. Ich blende euch hier mal die Vorhersage ein. Laut der Vorhersage sollte es also auch erst gegen Samstagabend richtig schlimm werden. Es wurde ehrlich gesagt erst beängstigend, als es dämmerte. Und plötzlich kamen immer mehr Alarmnachrichten aufs Handy. Das ist relativ normal in Japan, also auch bei Erdbeben kriegst du meistens so einen automatischen Ton, der plötzlich erklingt und Anweisungen oder beziehungsweise den Status einer Naturkatastrophe. Sei es nun Erdbeben oder Taifun oder Überschwemmung oder ja, alles Mögliche. Bei uns in der Gegend war es vor allem so, dass wir auch über den Tag verteilt immer wieder Lautsprecheransagen bekommen haben. Sie haben mich auch sehr nervös gemacht, muss ich sagen. Dann ging es langsam los. Es fing schon langsam an zu stürmen, war aber noch nicht weiter tragisch. Was dann leider sehr, sehr, unglücklich war, war, dass wir tatsächlich mittendrin ein gottverdammtes Erdbeben hatten. In unserem Bereich war es Stärke 3 und es war wirklich... Oh, meine Nerven lagen blank, muss ich sagen. Ich hatte teilweise wirklich kalten Angstschweiß auf der Stirn. Das war richtig übel. Man saß wirklich dran und dachte sich echt, oh, seriously, wie schlimm kann es denn jetzt noch werden? Was kommt denn noch als nächstes? Fehlt noch, dass Godzilla hier auch gleich noch antanzt. Es war vor allem erstmal total irritierend, weil es ja durch das Erdbeben gewackelt hat und man nicht wusste, wackelt das Haus jetzt wegen dem Sturm oder wegen dem Erdbeben? Es war ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Der Wind wurde dann immer stärker. Es kamen dann noch immer mehr Nachrichten, sowohl auf dem Handy als auch im Fernsehen, dass der Tamagawa ansteigt. Wir wohnen in der Nähe des Tamagawa. Sagen wir mal so, also wir wohnen jetzt nicht nah dran und auch Gott sei Dank etwas höher gelegen, aber man kann ihn schon ziemlich schnell erreichen mit dem Fahrrad. Jedenfalls, bekamen wir dann die Nachrichten irgendwann spät abends, dass man evakuieren sollte. Dies war ehrlich gesagt auch eine totale Panikmache. Ich war übelst nervös, habe gezittert, habe auch schon Sachen gepackt und ich wusste jetzt nicht, müssen wir jetzt raus, müssen wir irgendwo hin? Das Problem war vor allem auch, die Evakuierungsorte, die vorgeschlagen waren alle viel zu weit weg. Vor allem auch zu Fuß. Wie sollte man in einer stürmischen Nacht dorthin gelangen? Das wäre unmöglich gewesen. Mein Mann hatte dann im Internet nachgeschaut, welche Bereiche sozusagen betroffen seien. Und ich sag mal, Gott sei Dank war unser Bereich safe. Aber diese ganzen Häuser direkt am Fluss, die mussten komplett leergeräumt werden. Es ging nämlich so weit, dass von Evakuierungsstufe 4 die Rede war und später sogar von 5. Ich blende euch hier mal die Liste ein. Ich kannte die vorher nämlich auch noch nicht. Also 5 ist schon wirklich die übelste, höchste Katastrophe. Aufgrund der Wassermassen musste auch in Shiroyama der Damm geöffnet werden. Was dann leider natürlich auch steigende Flüsse zur Folge hatte. Es wurde in den Nachrichten immer wieder darauf hingewiesen, sich nicht zu nah an den Flüssen aufzuhalten. An den Küsten Chibas gab es hohe Wellen und teilweise auch Tornados, die einige Häuser zerstörten. Was ich ganz toll fand, deswegen muss ich sagen, bin ich auch absolut Team Twitter und überhaupt nicht Instagram. Es wurde so viel auf Twitter geteilt und vor allem auch auf Englisch übersetzt für Ausländer in Japan. Das fand ich ganz, ganz toll. Ich habe auch versucht, das Wichtigste so weit wie möglich auch zu teilen. Es gab zum Beispiel Japaner, die haben ihre Übersetzungen angeboten für Leute, die diese Fehlermeldungen einfach nicht übersetzen können. Und was ich auch noch geteilt hatte, das war so eine generelle Info. Es wurde quasi ein Tokio-weites Wi-Fi eingerichtet, ein Free Wi-Fi, über das man sich überall einwählen konnte. Um 21 Uhr rum war es dann soweit. Es hat
ganz, ganz, ganz schlimm gestürmt und gewackelt. Ich war ganz versteinert und nervös und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Ich hatte mir alles aufgeladen, ich hatte meine Switch aufgeladen. Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen zocken, aber es ging gar nichts. Ich saß einfach nur wie versteinert dran, habe gezittert. Mir war schlecht und ich habe die ganze Zeit einfach nur Stoßgebete gen Himmel gesendet. Der Regen war gar nicht mal so das Schlimmste. Was ich sehr, sehr schlimm finde, ist halt immer der Moment, wenn das Haus anfängt ein wenig zu wackeln und die Fenster klappern. Wir haben vor allem noch solche Art Shutter, also so Sicherheitstüren. Und wenn die richtig rattern, also da wird dir ganz, ganz anders irgendwie. Du denkst, hoffentlich fliegt nichts dagegen, hoffentlich fliegen sie nicht weg, hoffentlich fliegt dein ganzes Haus nicht weg. Es war dann sehr süß. Seine Mutter hat dann noch mal kurz angerufen, hat gefragt, wie es uns geht. Mein Mann hat gesagt, ach, alles easy, es ist eigentlich ein normaler Sturm. Und ich habe ihr gesagt, oh, mir geht's scheiße, ich habe totale Angst. Wir kriegen ständig Meldungen, die verunsichern mich und sie hat mich dann ein wenig beruhigt. Was mich auch sehr beruhigt hat, war auch ein WhatsApp-Call von einer meiner Schwestern. Ich habe ungefähr eine Stunde lang mit ihr telefoniert und sie hat mich auch richtig, beruhigt. Das tat mir sehr, sehr, sehr gut. Danach hat es sich Gott sei Dank langsam wieder beruhigt. Ich war so dankbar. Allerdings, was heißt beruhigt? Also bis 2 Uhr nachts haben wir noch ziemlich lange die Feuerwehrwegen und Krankenwegen gehört. Ich blende das mal kurz ein, das war ziemlich laut bei uns. We survived. It's only rain. Ich stehe draußen, es ist voll die angenehme Luft. Und man hört sogar wieder ein Zirpen, das ist sehr beruhigend. Und die meisten Nachbarn sind noch wach. Das war was, Leute. Ey, ich bin fertig. Das war ganz krass. Aber geschafft. Otsukaresama. Aber wir haben relativ Glück gehabt. Also wir hatten Strom die ganze Zeit, wir hatten Wasser, wir hatten Internet, keinerlei Schäden, außer, oh mein Gott, wow, unser Mülleimer für die für die PET-Bottles ist auf dem Balkon umgekippt. Also, oh mein Gott, verheerend. Falls sowas nochmal passieren sollte, was ich nicht hoffe in naher Zukunft, ich liste euch jetzt mal auf, was ihr so bei einer Naturkatastrophe wie dieser tun könnt. Letzten Endes klar, ihr könnt nicht so viel tun, außer zu Hause zu sitzen und zu warten, dass der Sturm vorbeigeht. Aber es gibt ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die ihr quasi vorab durchführen könnt, damit ihr ein bisschen auf der sicheren Seite seid. So, eben hat es an der Tür geklingelt. Unsere Mitsuya Cider Bestellung ist da. Aber das ist nicht alles, denn Wasser haben wir uns auch noch geholt. Es ist vor allem das allererste Mal, dass wir uns einen Wasservorrat holen für einen Taifun. Ich hoffe, er wird nicht so schlimm. Der sieht auf der Karte nämlich schon echt übel aus. Draußen sägen sie vor allem auch gerade sicherheitshalber einen Baum ab. Und der Tag des großen Taifun startet und es regnet wie aus Eimern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es später noch viel schlimmer werden wird. Später wird hier auf jeden Fall nochmal alles verbarrikadiert. Also es wird richtig dunkel werden, weil wir haben so Sicherheitstüren. Und die werden dann so hier vorgemacht. Und gestern haben wir nach dem Baden das Wasser in der Wanne gelassen. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Ich muss noch ein bisschen nachfüllen. Das ist für den Fall, dass nachher nicht mehr irgendwie die Toilette spülen kann oder so. Also Wasservorräte haben wir in der Küche, aber jetzt sowas wie Toilettenspülung und so, das wird dann hieraus verwendet. Und das werde ich gleich mal nachfüllen erstmal. We put here for Hanabi. Nee. 違うな、これ。違う橋だ。 Wir haben halt gemerkt, dass Wasser und Gasflaschen und selbst auch Batterien online sowohl auch in Läden wahnsinnig schnell ausverkauft waren. Also es ist relativ wichtig, sich im Falle, dass irgendwie die Wasserversorgungen nicht mehr klappt, dass man genug Wasser im Haus hat. Gas, wenn man so einen Gaskocher hat, ist auch super praktisch. Und Batterien für Taschenlampen etc. Ich habe uns vor allem auch noch Reis vorgekocht und in die Tiefkühle getan. Dann ist es natürlich auch noch sehr ratsam, Feuerzeug, Kerzen und Taschenlampe im Haus zu haben.
Geht am besten nicht einen Tag direkt vor dem Taifun einkaufen. Tut es euch nicht an. Die Schlangen werden endlos lang sein. Ich habe es so gemacht, ich habe die ganze Woche, also seit bekannt war, dass es wirklich krass wird, habe ich jeden Tag immer ein bisschen so eingekauft. Und bitte, bitte seid keine miesen Leute und bestellt während eines Taifuns. Bitte tut es nicht. Das Problem ist nämlich, diese Leute müssen arbeiten bei Wind und Wetter. Schaut am besten, dass eure Fenster dicht sind. Wenn ihr Rollladen habt, macht diese runter. Wenn ihr so Sicherheitstüren habt, macht diese zu. Einige kleben auch von innen Pappwände zur Sicherung rein. Oder, was ich auch sehr oft gesehen habe, ist halt Tape in so Sternchenform oder Kreuzen. Dass, wenn das Glas zerspringt, dass es nicht in so viele Teile zerspringt, sondern eher so in größere Stücke. Füllt eure Wanne am besten sicherheitshalber voll mit Wasser. Im Falle, dass, ja, wie gesagt, die Wasserversorgung nicht geht und ihr irgendwie euer Klo spülen müsst. Wenn ihr einen Balkon oder einen Garten habt, räumt diese komplett leer oder bindet Sachen bestmöglich fest. Seht immer zu, dass eure Smartphones komplett aufgeladen sind, habt genug mobile Batterien da und bleibt die ganze Zeit um Gottes Namen drin. Verfolgt am besten die Nachrichten über Fernseher oder online. Und wenn ihr es verstehen könnt und auch solche Announcements über Lautsprecher habt, hört genau zu, was sie sagen. Informiert euch auch am besten schon vorab, wo die besten Unterschlupfmöglichkeiten sind. In den meisten Fällen sind die ganzen privaten Schulen offen oder auch Rathäuser. Die bieten meistens immer Schutz in solchen Situationen. So, das sind so die groben Tipps zum Überleben, also Survival Hints. Wenn ich was vergessen haben sollte, könnt ihr es immer wieder gerne in die Kommentare schreiben. So, und wie gesagt, heute ist der Tag danach, nach dem Sturm. Es ist mal wieder blendendes Wetter, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und wir dachten uns, wir fahren einfach mal von Tamagawa hoch nach Futago-Tamagawa und schauen mal, was so ein bisschen passiert ist. Also der Tamagawa-Fluss, er ist ja immer noch reißend, also er fließt immer noch fleißig stark. Einige Stellen sind sogar immer noch komplett überflutet. Klar, das Wasser ist natürlich enorm zurückgegangen im Gegensatz zur letzten Nacht. Aber man sieht halt schon einige zerstörte Ecken. Das ist schon wirklich hart. Auch einige Bäume, die umgerissen wurden. Es ist schon wirklich hart. Was auch merkwürdig war, also südlich an Tamagawa und Futago-Tamagawa war es in den Wohngegenden ziemlich chaotisch. In der Mitte, komischerweise, ging es. Also wir sind quasi einmal hoch am Fluss und sind dann durch die Wohnhäuser durchgefahren. Also du hattest teilweise Stellen, wo alles voller Matsch war. Die Leute haben ihre Keller und etwas niedriger gelegenen Wohnungen ausgepumpt mit Wasser. Also es war ganz, ganz heftig. Wir haben Tatami-Matten gesehen draußen, die getrocknet wurden. Alle haben versucht, diese ganzen verstopften Abflüsse irgendwie frei zu kriegen. Es war sogar die Japan Force da. Also es war richtig, richtig krass. Und irgendwie waren wir sogar kurz mittendrin, ja, im Hintergrund von einem Fernsehteam. Also ich war kurz auch mal im Fernsehen auf Fuji TV scheinbar. Zum Beispiel fand ich es auch ganz krass, ich kann das Foto hier mal zeigen, dieses Haus hier. Hier hat man ganz klar gesehen, die Leute sind entweder evakuiert worden oder sie sind halt momentan wegen dem langen Wochenende auf Reisen gegangen. Dieser Türknauf, der war halt immer noch zur Hälfte im Wasser, weil also der obere Teil, da wo auch die Aircon steht, war ein bisschen höher gelegen, aber der Eingang ging halt die Treppe runter und du hattest dir schon so gedacht, hoffentlich ist das Wasser in der Höhe nicht auch in der Wohnung. Also das ist wirklich hart. Ja, das waren so ein paar Eindrücke. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen ein Bild von der Situation bekommen. Was gibt es noch zu sagen? Eine Sache hätte ich sogar noch, die ist aber ein bisschen persönlich. Ich habe einige Nachrichten bekommen, in denen ich gefragt wurde, als der Taifun sehr, sehr stark war, ob ich Fotos machen könnte oder was filmen könnte. Draußen. Ehrlich gesagt, nein. Klar, es gibt mutige Leute, die rennen dann kurz raus und machen was, aber ich habe tierisch Angst gehabt. Klar, ich muss zugeben, mein Mann hat kurz immer wieder mal rausgeschaut, aber ich habe mich so fern von der Tür gehalten. Ich hatte so eine Angst. Zumal, ganz ehrlich, es ist mitten in der Nacht, es ist stockfinster. In der Regel siehst du eh nichts auf dem Foto oder auf dem Video, außer dass du etwas hörst. Deswegen, bitte stellt nicht solche Fragen bei so Naturkatastrophen, weil
Ich bin in dem Moment wirklich total panisch, habe Angst und habe ein bisschen was Besseres zu tun, als das Unwetter zu filmen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Das musste ich kurz loswerden, weil ja, vielleicht so in Zukunft, wenn mal wieder so ein Taifun kommt, um Gottes Namen nicht. So viel dazu. Oh Gott, das war jetzt ein sehr spontanes Video. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt noch sowas mal kommen würde. Aber vielleicht sind ein paar Tipps dabei gewesen für, wenn ihr mal in Japan seid und mal ein Taifun aufkommt von diesem Ausmaß, dass ihr vorbereitet seid. Und ja, passt auf euch auf. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für alle Leute auf Twitter bedanken. Das war wirklich total klasse. Wir waren quasi wir waren überall verteilt in Tokio, aber wir haben trotzdem so viel geschrieben und waren dann doch irgendwie alle zusammen. Und das fand ich ganz, ganz toll, wie wir uns da alle echt so Mut gemacht haben. Und ja, keiner eigentlich so alleine war letzten Endes. Das fand ich super stark. In diesem Sinne, lasst einen Survival-Daumen hoch da. Abonniert meinen Survival-Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt und Lust auf mehr Videos aus Japan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!